bin Rainer Salamon, Geschäftsführer und Chef der Schreinerei Salamon. 1956 hat mein Vater die Schreinerei in Kirchheim aufgebaut, in so einem kleinen Zimmer. Wir sind 1982 hier rausgezogen mit 3 Mitarbeitern. Dort am Vater noch der Betrieb gehört. Ich habe den Betrieb 1982 übernommen und habe ihn dann aufgebaut auf 30 Mann. Und jetzt ist mein Sohn Timo Salamon mit drin und jetzt versuchen wir dann in die 3. Generation zu übergeben. Ich bin quasi auf dem Firmengelände hier groß geworden. Wir sind von der Produktvielfalt sehr breit aufgestellt. Wir fertigen von Türen, Haustüren, Kleinmöbel, individueller Möbelausbau, Innenausbau sehr viel an für den privaten oder den gewerblichen Bereich, wie Schulen, Kliniken, Kindergärten. Aber es kann auch mal sein, dass wir ganz einfach nur einen Parkettboden irgendwo abschleifen oder aufarbeiten. Hauptsächlich beliefern wir lokale Kunden hier im Umkreis Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe. Aber es kommt natürlich auch schon vor, dass wir deutschlandweit beliefern. Wir hatten auch schon Baustellen auf Sylt und auch schon Produkte gebaut, die dann übersee verschifft worden sind nach Florida oder Kanada. Damals, wo mein Opa noch die Firma hatte, hatten wir eine Holzherr-Kantenleimmaschine. Ich selber durfte leider nie daran arbeiten, aber mein Vater hat noch einige Erinnerungen. Also wir haben vor 25 bis 30 Jahren noch eine grüne Holzherr gehabt. Dann haben wir einen Schreinerlehrling bekommen, den Bernd Keller, der wo dann als Außendienstmitarbeiter zur Holzherr gegangen ist. Für mich war es natürlich auch sehr toll, dann für Holzherr in den alten Ausbildungsbetrieb hier in die Schreinerei Salamon zu kommen, um zum Thema Kantenanleihmaschine zu beraten und hin bis zur Druckbalkensäge und zum Schluss dann auch die 5-Achs CNC-Maschine. Die erste Maschine, wo dann gewechselt worden ist die Druckbalkensäge. Es können jetzt die Lehrlinge mit der Einweisung alleine zuschneiden und vereinfacht den ganzen Prozess. Wir bekommen eine neue Kantenleimmaschine auch von der Firma Holzherr, weil uns die alte Holzherr-Maschine nie im Stich gelassen hat und jetzt ein neues Modell auf den Markt kommt. Und deshalb haben wir uns wieder für die Firma Holzherr entschieden, um da einfach flexibler agieren zu können. Wir haben das Glutjet schon längere Zeit in Betrieb. Schon alleine die Kleberverpackungen sind für uns ein großer Vorteil. Es kann sein, dass im Vormittag einer PU, eine wasserfeste Kante, verarbeitet und mittags will dann einer auf einen EVA-Kleber umsteigen und es geht einfach total schnell und ist mit wenig Reinigungsaufwand dann umzusetzen. Und dadurch sind wir da total flexibel, was den Fertigungsprozess angeht. In die Epicon haben wir investiert, weil durch die automatische Saugerverstellung die Sauger nicht immer einzeln verstellen, sondern es verfährt von alleine. Und dadurch hatten wir auch für die Ergonomie viel mehr Vorteile gesehen. Die Produktionsleistung hat sich enorm gesteigert. Also ich vermute, dass wir 30% schneller fertigen und wahrscheinlich auch 30% genauer. Die Firma Holzherr spezialisiert sich sehr auf das Handwerk. Sie baut die Maschinen quasi fürs Handwerk. Wir haben die 3 Hauptmaschinen von der Firma Holzherr. Wir sind mit der Software sehr zufrieden, weil die Bedienoberflächen bei allen 3 Hauptmaschinen fast identisch ist. Wie behebe ich Fehler, wie mache ich Wartungen? Das ist für den Mitarbeiter natürlich dann sehr einfach, jede Maschine nach und nach zu bedienen. In den letzten Jahren hat sich das Aufgabengebiet auch mehr auf die Produktion entwickelt. Also wir fertigen viel mehr Möbel an und dadurch waren halt einfach die Engpässe, die Maschinen. Und die mussten wir so ausbauen, dass wir diese Engpässe kompensieren und die Mitarbeiter schneller und genauer fertigen können. Da mein Opa früher schon mit Holzherrmaschinen gearbeitet hat, dann die Begeisterung an meinen Vater übergeben hat und ich jetzt die Begeisterung auch aufgenommen habe, sehe ich es in keinem Zweifel, von diesem Ast abzuspringen und weiterhin mit Holzherr zu arbeiten.